Komisch, dass sie das rausfiltern können beim Battle Pass. Wer hat nichts gemacht? Kriegt das Achievement nicht. Oder nicht das Achievement, sondern den Abschluss der Quest. Aber bei den Belohnungen funktioniert es nicht. Also wenn du AFK rumstellst, sichtbar, kriegst du trotzdem die Belohnung. Das ist so typical Flav. Finish Kaigas ist heute im Battle Pass. Ja, also da musst du schon mitspielen, ne? Sonst kriegst du es nicht. Oh, aber du hast gewonnen. Du bist im Siegerteam und hast nichts gemacht? Hier, bitteschön. Deine 15 Kaigas-Chips. Viel Spaß damit. Wait a minute. Flav in a nutshell. Donnerstag dann auch endlich ein neues Event. Maybe. Vielleicht kommt Donnerstag auch das Update. Wer weiß. Das Update, das angekündigt wurde für die erste Hälfte des 2. Jahres. Und es sind schon fast 1,5 Monate vorbei. Von 3. Also die Hälfte. Die Hälfte der ersten Hälfte ist fast vorbei. Und wir haben noch nicht mal einen Teaser gesehen. Kein Sneak Peek, kein Developers Note, kein Teaser, kein irgendwas. Also das Update könnte auch gut in 6 Monaten kommen. So fühlt es sich zumindest an. Weil sie Dead Silence herrschen lassen. Aber ja, neues Event am Donnerstag. Ist eh so komisch, weil anscheinend endet ja das Vacants-Event. Ich verstehe es bis jetzt noch nicht. Wenn du Taste U drückst, werden immer alle aktuellen Events angezeigt. Aber das Vacants-Event wird hier nicht angezeigt, aus irgendeinem Grund. Das ist schon mal weird. Vor allem, dass es auch in 5 Wochen keiner gefixt hat, weil es schon seit 5 Wochen da nicht angezeigt wird. Aber gut, das ist jetzt eigentlich mal nicht so ultra wichtig. Aber anscheinend endet das Event schon am 13. Der 13. ist ja ein Dienstag. Normalerweise enden Events immer am Donnerstag. Das ist eigentlich fast nie so, dass sie nicht am Donnerstag enden. Also das ist schon mal merkwürdig. Vor allem, dann geht das Event 6 Wochen. Ich meine, dann kannst du doch noch 2 Tage länger laufen lassen. Scheiß doch auf die 2 Tage. Also warum endet es dann am 13. und nicht am 15.? Das ist komisch. Und ja. Also ich weiß nicht. Vielleicht passiert irgendwas Spezielles diese Woche. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. PvP beginnt auch am 13., glaube ich, oder? Das richtige Tournament. Ah ne, die Anmeldephase. Das richtige Tournament beginnt erst am 22. Die Anmeldephase für das richtige PvP-Tournament beginnt, glaube ich, auch am 13. Ja, keine Ahnung. Also theoretisch kann ich es mir so vorstellen, Dienstag endet das Event und am Dienstag hauen sie auch den Sneak Peek zum Event raus, den ersten, zum Update. Und dann kommt Donnerstag ein Event und in 2 Wochen das Update oder so. Genauso gut könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das Event gar nicht am Dienstag endet, sondern ganz normal am Donnerstag und dann wieder nur jemand gefettfingert hat. Und es einfach ein stinknormales Event geben wird am Donnerstag und zum Update kein einziges Wort verloren wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Eigentlich kann ich mir alles gut vorstellen. Wann ist Feiertag Amonox am Donnerstag in Korea? Lustigerweise ist in Bayern am Donnerstag auch Feiertag. Ha. Ich wusste gar nicht, dass ich in Südkorea wohne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die ganze Familie sind Höhlenmenschen, die haben keine Ahnung von PCs. Du bist ein dreckiger Hater. Was nur auffällt, ist, dass Flav eine komische Zeitrechnung hat. Weil zum Beispiel halten alle Buffs effektiv 1 Sekunde länger, I guess. Also normalerweise wäre es ja so, da steht zum Beispiel 1 Sekunde Restzeit bei einem Buff oder bei einem Debuff oder bei einem Status-Dingens. Und dann, also 1 und dann weg. Und in Flav ist aber die 0. Sekunde ist eine volle Sekunde. Das heißt, noch 1 Sekunde übrig bedeutet 2 Sekunden übrig. Und 10 Minuten ist nicht 10 Minuten, sondern 10 Minuten ist 10 Minuten 1 Sekunde.
weil alles immer bei 0 Sekunden quasi noch eine volle Sekunde da ist, bis es tatsächlich verschwindet. Und ich glaube, 0. Sekunde fühlt sich aber an wie über 1,5. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das komisch, weil das kenne ich so nur aus Flive. In jedem anderen Spiel ist 1 Sekunde und dann dann vergeht eine Sekunde und dann ist es weg. Und in Flive ist aber halt 1 Sekunde und dann halt nochmal diese 0. Sekunde, was nochmal eine volle Sekunde ist. Also es ist 1 effektiv 2, also alles ist immer effektiv 1 Sekunde länger als da steht. Weil die 0. Sekunde halt immer noch voll angerechnet wird. Und das ist halt, glaube ich, bei manchen Sachen einfach dann auch so, dass du halt zum Beispiel Berserk früher casten kannst und so. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Also bei Blinkpool und so, bei manchen Skills ist das auch so. Du drückst sie, wo sie eigentlich noch auf Cooldown sind, aber manchmal kannst du sie trotzdem schon aktivieren. Und wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass es mit diesem verkackten Zeitsystem irgendwie zusammenhängt. Muss es ja, was ja alles zeitlich bestimmt ist. Der Cooldown ist zeitlich bestimmt, die Wirkungsdauer ist zeitlich bestimmt. Das ist der einzige gemeinsame Nenner eigentlich, diese Zeit. Und da, keine Ahnung, das stimmt halt irgendwie einfach nicht. Ich weiß nicht, was da genau falsch läuft. Aber irgendwas ist es auf jeden Fall. Gibt es einen Inventory-Backtrick? Hat er irgendwas sowas mitbekommen, um den ewig zu nutzen? Du siehst ihn gerade. Du kannst Items im Inventory-Bag stapeln und benutzen. Erst wenn du sie raustust, verlierst du den Platz. Also wenn ich jetzt dieses Item hier hochziehen würde, dann wäre der Slot wieder gelockt und ich müsste einen neuen Inventory-Bag aktivieren, um ihn wieder freizuschalten und nutzen zu können. Aber wenn du in den Invi-Bag alle Items reintust, dann kannst du sie daraus nutzen und in den Inventory-Bag auch wieder rein stacken. Also wenn du sie droppst oder durch Battle Pass oder so bekommst zum Beispiel. Deswegen eignen sich vor allem Sachen, die man täglich durch Dailies bekommt und Power-Ups für den Invi-Bag. Warum hebe ich Grey Pill überhaupt auf? Wenn man sie jeden Tag aus den Dailies bekommt und sie jeden Tag zu löschen, ist mehr Aufwand, als sie einfach mitzutragen. Außerdem gibt es dafür Achievements. Bei 30 plus Grad Rasenmähen, ich lieb's. Ja, ist doch geil. Also ich kann diesen Hass auf den Sommer, also außer bei dir war jetzt nicht sarkastisch gemeint, ich kann diesen Hass auf den Sommer nicht nachvollziehen. Also ich finde das, also ich finde es tausendmal geiler, wenn es 30 Grad hat, als wenn es minus 5 Grad hat. Ich würde gern jeden minus 5 Grad Tag nehmen und gegen einen 30 Grad tauschen. Any day of the week. Any fucking day of the week. Winter ist so richtig unnötig. Da ist einfach alles scheiße. Gärtner sei nach 7 Tagen, 24/7 im Einsatz, mal eine Pause gegönnt. Der soll sich nicht beschweren. Gibt immer Menschen, denen es noch schlechter geht. Soll man nicht rumheulen. Das alte Weichei. Scammer-Styler? Es heißt Scam-Styler. Ohne das ER. Wenn schon, dann richtig, bitte. You must be fun at parties. Ich gehe nicht auf Partys, Monster P. Ich sitze den ganzen Tag allein zu Hause und spiele Flive. Wie jeder normale Mensch. Flive ist die Zukunft. Ah. Das ist ein Statement auf jeden Fall.